Hier zeigen wir euch, wie ihr beim iPhone XR den Akku tauscht. Ersatzteile und Werkzeuge findet ihr in der Videobeschreibung. Zuerst schrauben wir 2 Pentalobe-Schrauben ab. Nun erhitzen wir das Display auf bis zu 60 Grad, damit sich der Kleber löst. Ihr legt den Präzisionssaugnapf an und verwendet flache Hilfsmittel, um das Display zu lösen. Bitte habt dabei etwas Geduld. Jetzt entfernt ihr 3 3-Point-Schrauben sowie die darunterliegende Abdeckung. Unmittelbar danach löst ihr die Akku-Flex-Verbindung. Daraufhin lockert ihr 2 weitere 3-Point-Schrauben, um die darunterliegenden Flexkabel zu lösen. Schließlich entfernt ihr 3 3-Point-Schrauben und 2 Phillips-Schrauben. Wir entfernen 7 Phillips-Schrauben. Beim Ablösen der Spange achtet bitte auf die Flexverbindung auf Höhe der Taptic Engine. Um die Taptic Engine zu entfernen, löst ihr insgesamt 3 Phillips-Schrauben. Darüber hinaus entfernt ihr die Phillips-Schraube des Lautsprechermoduls. Jetzt löst ihr eine Flexverbindung und eine weitere Phillips-Schraube. Danach folgen 2 Abstandsschrauben, ehe ihr das Lautsprechermodul ausbauen könnt. Nun können wir schließlich an die Klebestreifen gelangen. Wir empfehlen euch, die Klebestreifen so flach wie möglich abzuziehen. Bevor ihr den neuen Akku einsetzt, baut ihr das Lautsprechermodul wieder ein. Unmittelbar danach setzt ihr die Taptic Engine an ihren Platz. Jetzt schraubt ihr die Antennenspange wieder ein. Nun positioniert ihr passende Klebestreifen auf dem neuen Akku. Beim Einsetzen des Akkus achtet darauf, die Akku-Flex-Verbindung noch nicht anzuschließen. Jetzt verbindet ihr die Display-Flex-Verbindungen. Abschließend ist die Akku-Flex-Verbindung dran, ehe ihr alle Abdeckungen wieder einschraubt. Schließlich schließt ihr das iPhone und schraubt die beiden Pentalobe-Schrauben ein. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wir wünschen euch einen unkaputtbaren Tag.